Ja, moin aus dem Wunderland. Ich möchte euch heute mal zeigen, woran ich gerade arbeite, und zwar eine Hängebrücke für den Regenwald. Ja, wir bauen ja den Regenwald, beziehungsweise bauen wir den zusammen mit der Familie Martinez. Und in diesem Regenwald soll es eine Hängebrücke geben. Die soll, wie hier schon so angedeutet in meinem Modell, zwischen zwei Bergen richtig schön durchhängen. Und das Besondere ist, es soll tatsächlich ein echtes K-System-Auto rüberfahren. Und während dieses Auto rüberfährt, soll sich die Brücke auch noch so ein bisschen durchhängen, dass man denkt, oh, schafft er das nicht? Und was eigentlich so ganz einfach klingt, ist doch nicht so einfach, wie man manchmal meint. Das heißt, wir haben es ein bisschen probiert und das hat eine ganze Zeit lang einfach nicht hingehauen. Wir haben 1000 klitzekleine Problemchen festgestellt. Und ja, irgendwann habe ich mir der Sache angenommen und habe ein bisschen rumgetüftelt und rumgebastelt. Und jetzt bin ich tatsächlich so weit, dass ich sagen kann, ja, ich denke, das wird funktionieren. Und ich denke, ich zeige euch einfach mal, was ich hier gebaut habe. Das hier ist meine Teststrecke. Was hier unten nur so ein kleiner Fluss drin ist, wird später eine richtig tiefe Schlucht werden, wo das ganze Ding dann rübergespannt wird. Und das hier ist die besagte Brücke. Und die Brücke soll halt schaukeln. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen drücke, soll sie sich dehnen. Und das war eigentlich auch die Schwierigkeit, die Brücke so zu bauen, ohne halt irgendeine Elektronik, eine größere Mechanik oder sonst irgendwas, sondern einfach nur durch Feder oder Schwerkraft, dass die Brücke sich durchbiegt, wenn das Auto rauffährt und wieder zurückfedert, wenn das Ding runterfährt. Klingt erstmal ganz einfach, hat aber in der Praxis 1000 kleine Probleme gebracht, die wir aber jetzt gelöst haben. Ich kann ja sonst einfach mal das Ding fahren lassen. Ich stelle ihn mal auf. So, wenn er noch genug Akku hat, sollte er auch gleich starten. Ja, macht er. Ja, das sieht gut aus. Also ich bin wirklich froh, dass das Ding jetzt so schön fährt. Also gestern sah es noch komplett anders aus und ich dachte, ob das je was wird. Weil wir hatten diverse Probleme und ein Problem davon war, lass mal ausmachen, ich habe die Brücke jetzt hier in der Mitte beschwert. Vorher war es so, der Wagen ist raufgefahren, die Brücke hat nachgefedert, das hat wunderbar funktioniert. Aber dann ist Folgendes passiert, ich habe eine Welle vor mir hergeschoben. Durch das Gewicht des Fahrzeugs habe ich eine Welle erzeugt, bis er hier dran war und habe dann einen Steigungswinkel gehabt, der so groß war, dass das Ding nach hinten gekippt ist. Ich würde den Bus fest, wenn der abstürzt. Der stürzt nicht ab. Der stürzt nicht ab. Der stürzt doch ab. Das heißt, er hat tatsächlich einen Wheelie gemacht und wäre runtergefallen. Hat also nicht funktioniert. Daraufhin haben wir dann die Brücke einfach gesagt, ach, wir spannen die ein bisschen stärker. Das sah dann ungefähr irgendwann so aus. Und wo ich dann gesagt habe, das ist keine Hängebrücke mehr. Eine Hängebrücke muss auch durchhängen. Bis wir kurz vor Feierabend die lustige Idee hatten, oder die gute Idee, ich mache die Mittelteile einfach ein bisschen schwerer. Einfach so schwer, dass ich schwerer bin als das Gewicht vom Fahrzeug. Das haben wir jetzt hier in diesem Prototyp erstmal durch Messing gelöst. Das heißt, die Brücke hängt jetzt richtig schön durch, federt trotzdem noch. Und ja, ich denke, das wird so funktionieren. Ja, wie gesagt, das Ganze ist auch erstmal nur ein Prototyp, um Erfahrungen zu sammeln, weil das Ganze wird ja drüben in Südamerika zusammengebaut. Das heißt, bevor ich diese Fertigteile rüberschicke, muss ich sie ausgiebig testen, weil es wäre eine Katastrophe, wenn ich sie jetzt rüberschicke und dann nach einer kurzen Zeit sich feststellt, es läuft doch nicht. Das heißt, ich teste. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wenn man hier so drauf guckt, sieht man ja, ich drücke es mal hier runter, dass die ganze Brücke aus der Seite rauskommt später. Das wird man als Gast aber nicht sehen, weil so ungefähr der Blickwinkel ist. Und deswegen wird es für den Gast so aussehen, als ob sich wirklich die Brücke durchhängt beim Rauffahren des Fahrzeugs. Wie sieht die Mechanik aus, dass das Ganze überhaupt funktioniert? Ich kann das mal hier unten ein bisschen zeigen. Und hier sieht man sozusagen eigentlich ein Gewicht. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus, weil ich muss mich an das optimale Gewicht erst rantesten. Das kann ich weder berechnen noch irgendwas. Das heißt, ich habe einfach nach und nach das Gewicht so lange erhöht, dass die Brücke sauber hochgezogen wird. Und wenn das Fahrzeug drauf fährt, das Gewicht trotzdem hochgezogen wird.
Das Ganze kann ich dann noch einstellen. Das heißt, ich kann den Hub einstellen, dass die Brücke nicht zu weit durchhängt und auch nicht zu stramm gespannt werden kann, dass es oben sich irgendwo verkantet. Ja, mehr ist eigentlich nicht dran, sieht simpel aus, aber hat tatsächlich diesmal eine ganze Menge Denkarbeit gekostet, das so hinzukriegen, dass es wirklich sauber funktioniert. Ich bin froh, dass der Grundaufbau jetzt erstmal so funktioniert, aber dabei wird es natürlich nicht bleiben. Die Brücke soll richtig spektakulär werden, das heißt, der LKW soll drüber fahren und er soll am besten auch noch schaukeln, so als ob ein leichter Wind ihn hin und her weht. Die Brücke soll brüchig aussehen, das heißt, wir werden ein paar von den Elementen hier zwischen aus Plexiglas, Acryl fräsen, dann zum Teil nur lackieren, ein paar Bretter drüber machen, dass man, wenn man von der Seite drauf guckt, das Gefühl hat, mein Gott, ist das eine Klapperbrücke, packt er das da jemals rüber zu fahren? Genauso soll er schaukeln. Da habe ich zwei Varianten, wie ich das Ganze machen möchte. Entweder ich löse es über Buckel auf der Fahrbahn, das kann ich drüben gleich nochmal zeichnen, oder aber ich fange an und lasse mein Gegengewicht mit einem kleinen Motor hin und her schaukeln. Da weiß ich aber noch nicht, ob das zu viel wird, zu wenig wird. Da muss ich noch ein bisschen experimentieren. Aber das ist erstmal der erste Schritt und ich bin froh, dass das klappt. Aber ich zeige euch mal, wie es noch weitergehen soll. Ja, hier ist die Zeichnung meiner Brücke. Das sind die ganzen Einzelteile. Hier sieht man zum Beispiel die einzelnen Elemente, wo dann auch der Fahrdraht reinkommt. Aber die sollen halt nicht nur in gerade bleiben. Es gibt noch eine Variante B, um das Schaukeln hinzukriegen. Die sieht dann so aus. Man sieht, ich habe leichte Buckel in jede Richtung. Und ich hoffe, dass durch das Rüberfahren des LKWs das Ganze sich so ein bisschen aufschaukelt und ein natürliches Schwingen der Brücke zustande kommt. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Das heißt, ich habe einen kleinen Versuch gemacht und werde das als nächstes testen. Ich habe jetzt noch ein bisschen unangenehme Arbeit und zwar muss ich diese ganzen Einzelteile hier nochmal auf das Stahlseil auffädeln. Macht nicht besonders viel Spaß, gehört aber dazu. Aber ich denke, wenn das Ding am Ende wirklich so funktioniert, wie ich mir das denke, wird das ein richtig kleines Highlight für den Regenwald. Und ja, die werden sich sicherlich auch schon drüben drauf freuen, dass sie endlich die Teile kriegen. Im Moment fährt ja noch dieses spezielle Expeditionsfahrzeug über die Brücke. Haben wir auch erstmal gedacht, das können wir dafür nehmen. Aber vielleicht habt ihr noch eine geile Idee. Was könnte im Regenwald noch so umherkräuchen und fleuchen? Schreibt's doch einfach mal in die Kommentare und wir gucken, was wir davon umsetzen könnten. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn sie ein bisschen kürzer ist als gewohnt. Aber wir hatten so viel zu tun mit dem Livestream und naja, das braucht halt alles seine Zeit. Wenn ihr immer noch nicht genug vom Wunderland habt, schaut doch sonst einfach mal in unseren Formel 1 Livestream rein.